Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und heute bereiten wir ein richtig leckeres schwäbisches Gericht zu, und zwar cremige Kässpätzle. Bevor wir diese aber in der Pfanne zubereiten, machen wir uns kurz noch selbstgemachte Spätzle. Dazu geben wir Eier, Mehl, Wasser und eine Prise Salz in die Schüssel und rühren das Ganze richtig lange durch. Aber es läuft nicht alles so nach Plan im Leben. Die Küchenmaschine ist hier jetzt gerade kaputt gegangen. Und es ist auch so, dass der Blödeste auch irgendwann mal merkt, dass die Maschine kaputt ist. Deswegen muss ich den Plan ändern, den Handmixer rausnehmen und mit dem Handmixer den Teig zubereiten. Und für die Spätzle nehme ich den Spätzlehobel, mit dem bereite ich immer die Spätzle zu. Und Leute, ich muss es echt zugeben, zum Spätzle schaben bin ich total ungeeignet. Und wenn die Spätzle oben an der Wasseroberfläche schwimmen, dann sind Spätzle normalerweise fertig und man kann sie herausnehmen und in eine Schüssel geben. Und der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Spätzle machen, das freut so meine kleinste Tochter immer, und die hat mir hier geholfen, die Spätzle im Kochtopf zuzubereiten. Und das freut mich natürlich dann schon. Nachdem die Spätzle dann schon fertig sind, fangen wir an, die Soße zu machen. Oder die cremige Soße, indem ich hier erstmal die Zwiebeln schäle und in Scheiben schneide. Danach gebe ich richtig viel Sonnenblumenöl in den Topf und frittiere dort diese Zwiebelringe. Bevor wir uns jetzt der Pfanne noch zuwenden, reiben wir den Emmentaler Käse in sehr feine kleine Fäden. Danach geben wir die Zwiebeln in die Pfanne und dünsten wieder dann mit etwas Öl. Danach geben wir die Milch und die Sahne mit in die Pfanne. Würzen werden wir das Ganze mit Pfeffer und Salz. Dann geben wir noch etwas Instant-Brühe mit in die Pfanne und können auch schon dann den Käse in die Pfanne hineinstreuen. Dann warten wir kurz, bis dieser Käse angeschmolzen ist und geben danach auch schon die Spätzle in die Pfanne und rühren das Ganze richtig gut durch. Dann tischen wir das Ganze auf, dazu geben wir eine richtig gute Portion mit auf den Teller. Und wir dürfen nachher nicht vergessen, die Spätzle mit den gerösteten Zwiebeln zu garnieren. Dann sieht das Ganze so richtig lecker aus. Und wie ihr seht, ich bin wieder am Durchprobieren von dem Ganzen. Und daraus könnt ihr ablesen, dass ich wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Und ich hoffe, ihr würdet das Gericht mal nachkochen. Das ist so richtig herrlich lecker. Und ich würde mich aber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.